ich mal ein Bandmaß halten? Das ist ja ein Baum in meinem Iglu. Ich brauche Dynamit. Leck mich am Arsch. Oh lala. Da ist der Eingang. Bis minus 20 Grad gehen soll. Ich hasse Rauch. Hey Leute, ich bin's Fritz und es ist wieder Zeit für ein kleines Winterabenteuer. Dieser mit den Naturensöhnen Gerrit und Andi sind am Start. Viel Spaß beim Abenteuer. Ich hatte mir eigentlich Kaiserwetter gewünscht und ordentlich Sonnenschein, aber es schneit. Und wir brauchen ja Schnee, denn wir wollen heute ein Iglu bauen. Und beim Iglu gibt es ja verschiedene Techniken. Einmal das über so Blöcke zu machen oder man schüttet einfach einen riesen Schneehaufen und gräbt sich dann ein Loch. Ich glaube, ich probiere erstmal die Haufenvariante. Hier liegt teilweise so viel Schnee, der dann vereist ist, dass so Kronen wie hier oben wirklich abbrechen, weil es einfach zu schwer wird und dann hier unten reinkrachen. Und genau, ich habe wieder meine Schneeschuhe dabei. Und hier mal kurz als kleine Demonstration, was die Jungs hier probiert haben, die Low-Budget-Variante. Die XXL-Badeschlappe. Die Jungs da hinten haben noch mit ihren Badelatschen zu kämpfen. Leute, Ausrüstung. Ausrüstung ist alles. Ordentliche Schneeschuhe, ja, dann wird das auch. Na, läuft. Gerrit ist versunken. Steckt fest. Ja? Warte, pass mal richtig an, nicht wie so ein... So. Los, Bruder, komm! Gib alles! So, während Gerrit und Andi da hinten noch mit ihren Schneeschuhen zu kämpfen haben, habe ich schon mal im Hintergrund eine kleine Lagerfläche rausgesucht. Ja, hier ist eine kleine Freifläche und da fangen wir jetzt einfach mal an zu basteln. Ich werde mal meine Isomatte auf den Boden legen, damit der Rucksack nicht nass wird. Schneeschaufel ist wieder am Start. Und jetzt fangen wir einfach hier mal an, ein bisschen was Krasses zu bauen. Also ich würde sagen, nach den Schneeschuhen steht es aktuell 1:0 für mich. Leben in der Lage, sage ich immer. Ich mache jetzt erstmal einen Haufen. Also einen Schneehaufen. Kranplätze müssen verdichtet werden. Kann ich mal ein Bandmaß halten? Ich war mal 14 Tage bei den Eskimos, hab da einen Lehrgang gemacht, über das Arbeitsamt finanziert. Hab dann aber gemerkt, dass da nicht so Bedarf ist hier in Deutschland als Iglubauer. Alter, wie tief geht das hier noch, ey? Ich stoß gleich auf Grundwasser. Oder auf Öl. Fitnessstudio kannst du dir hier echt sparen. Ich wäre für einen Minze-Honig-Aufguss nachher an eurem Shelter. Seht ihr überhaupt was? Sieht irgendwie alles weiß aus auf dem Kameradisplay. Das hier ist ein richtiger Eisklumpen. Ich glaube, es ist gefrorene Fuchspisse. Der wäre genau gekommen. Ich will ja nicht meckern, aber kann mir wer helfen von euch? Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob mir wer hilft. Vielleicht darf er dann auch mit dem Iglu übernachten. Zeit für einen Zwischenstand. Ich muss euch noch mal zeigen, wie weit Gerrit und Andi schon sind. Das Ding sieht einfach richtig gewaltig aus.
Ich habe schon gefragt, ob sie eine Maisonette-Wohnung bauen wollen mit 2 Etagen. Gerrit, wie groß bist du? 1,93? Ja. Da kann man dann später vielleicht im Iglu stehen. Schöne Schneeschuhe hast du. Ja, ne? Die sind echt super. So, bei mir geht es auch langsam voran. Die Kuppel steht. Und jetzt bin ich gerade dabei, auch so einen leichten Graben hier vorne wenigstens einzubauen. Und dann werde ich mich versuchen, hier unten rein zu buddeln. So zumindest die Theorie. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber ihr seid wieder live mit dabei. Leute, jetzt geht ans Eingemachte. Jetzt kämpfen wir uns rein. Und ich hoffe, das kracht nicht über mir zusammen. Ist ja ein Baum in meinem Iglu. Stück für Stück kämpfen wir uns jetzt hier rein. So, ich glaube, ich werde mir mal meine Isomatte holen. Und die hier hinlegen, dann kann ich ein bisschen reinkrauchen. Ich glaube, ich hätte mir einen Eimer mitnehmen sollen. Das ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Platzangst. Ich brauche Dynamit. Dann kann ich hier ein bisschen was freispringen. Scheiß die Wand an, Alter. Ich habe das Gefühl, meine Klamotten sind komplett durch. Ich kann auch einen Geheimtunnel bauen. Das war kein Problem. So, eine Sushi-Schneerolle bitte. Also survival-mäßig mal eben einen Iglu bauen. Könnt ihr komplett vergessen. Oh. Boah, das ist gruselig. Leck mich am Arsch. Oh. Leute, zieht euch das Wetter rein. Blauer Himmel plötzlich. Muss man kurz ein bisschen Vitamin D tanken im Winter. Zum Trocknen reicht es leider nicht. Einige Zeit ist vergangen und ich gebe euch mal wieder ein kleines Update. Und zwar sieht mein Iglu jetzt so aus. Ein wunderschöner Eingang. Und hier hinten kommt das Loch. Was dem einen oder anderen jetzt vielleicht aufgefallen ist, ist vielleicht ein bisschen klein zum drin schlafen. Folgendes Problem. Wir haben uns mal wieder maßlos überschätzt. Wir haben gerade die letzten 1,5–2 Stunden bei Gerrit und Andi zu dritt an dem Iglu gearbeitet und es gerade so hinbekommen. Hier müsste man jetzt locker nochmal, ich würde sagen, 3–4 Stunden investieren, damit das beschlafbar ist. Schaffen wir zeitlich nicht, denn wir wollen auch noch kochen, wir wollen auch noch Feuerchen machen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier ein kleines notdürftiges Tarp aufgespannt, wo ich heute Nacht drin schlafen werde. Die Jungs werden im Iglu pennen und das zeige ich euch jetzt erstmal. Hier sieht's aus, ey. Oh lala. Oh. Da ist der Eingang. Hier ist quasi der eine Schlafplatz und auf der anderen Seite der andere. Ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen, außer dass halt hier Schnee ist. Also man kann hier entspannt auf jeden Fall halbwegs hocken, sitzen. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich glaube ja, dass das viel zu kurz ist. Von der Liegefläche her. Aber die Jungs machen das. Übrigens haben wir diesmal ausnahmsweise selber Feuerholz mit hierher geschleppt. Der Augenmerk war ganz klar auf dem Iglubau. Und selbst das hat ja zeitlich nicht gepasst. Hat jemand von euch schon mal ein Iglu gebaut? Aber ich meine so ein richtiges Iglu, wo man auch richtig drin pennen kann. Ich glaube, zu zweit ist es machbar, wenn man einen kompletten Tag einplant. Aber schreibt das mal in die Kommentare. Wer von euch hat schon mal ein richtiges Iglu gebaut? Achso, wir werden die Stelle hier übrigens unten trotzdem nutzen und machen hier gleich das Gruppenlagerfeuer. Das heißt, ich habe das alles nicht umsonst ausgehoben. Lager steht, Schlafsack hole ich erst zum Schluss raus, weil ich Angst habe, dass er ein bisschen zuschneit und ich diese Nacht mal ohne Biwaksack übernachten möchte.
Wir sind, genau, schön Schnee aus Feuer. Wir sind klitschnass von dem ganzen Kram. Ich habe noch eine Unterhose drunter, die ist auch klitschnass. Das heißt, Feuer anmachen. Das gute Pagodenfeuer hier. Mein Rücken ist richtig durch, meine Waden. Es war echt mega anstrengend. Ich glaube, ich habe morgen den Muskelkater des Todes. Mein Rücken brennt richtig. Nee, sehr schön. Das Feuer fällt hier auseinander. Und ich glaube, ich habe eine kleine Rauchvergiftung bzw. brennen meine Augen, weil es ständig raucht. Und hier drüben wird schon fleißig die Soljanka vorbereitet mit Jagdwurst und Kasslertier. Und hier brennt irgendwie so eine selbstgemachte Kerze, die auf jeden Fall ganz spannend aussieht, in einer ehemaligen Erdnussdose. Oh Leute, ich hasse Rauch. Ich hasse Rauch. Und jetzt raucht es hier gerade richtig. Aber man sagt ja, der Rauch zieht immer zu den Doofen. Ich erweitere den Spruch einfach, der Rauch zieht immer zu den Dullis. Rauch. Rauch überall. Oh, Alter, meine Augen. Mir mal kurz ins Iglu reinzustapfen, wo Gerrit und Andi nämlich ihre Sachen schon reingelegt haben. Ich war selbst noch nicht drin, aber das sieht auf jeden Fall ganz spannend aus. Das sind, glaube ich, Expat-Isomatten und selbst angefertigte Schlafsäcke von Cumulus, Daunenschlafsäcke, die wohl bis minus 20 Grad gehen sollen. Ich bin echt gespannt, was die Jungs morgen berichten, wie die hier geschlafen haben. Und ich mach's mir in der Zeit schön drüben im Park gemütlich. Essen ist einfach mal fertig. Nicht so oft geil sagen, Leute. Geil und krass, glaube ich, war das oder so. In diesem Sinne, gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Meine Kamera ist ja schon eingefroren. Ich muss sagen, ich habe eigentlich halbwegs gut geschlafen, aber durch diese ganze Anstrengung und die Schinderei gestern tut mir einfach alles weh und ich bin ziemlich am Arsch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe seit langem mal wieder einen Gaskocher mit. Das ist, glaube ich, so ein Übergangsgas. Propan-Isobutan-Mix. Immer noch ein bisschen Porridge machen. Das nehme ich gern zum Frühstücken. Geschmack Waldbeere. Ich verziere das Ganze immer noch ein bisschen mit Cranberries. Ist halt wirklich ultra schnell zubereitet. Wie gesagt, Porridge ist fertig. Ja, ein bisschen Wasser aufkochen mit dem Gaskocher innerhalb von, ja, ich sag mal 3 Minuten. Länger dauert es echt nicht. Habt ihr einfach ein cooles, schönes, warmes Essen am Morgen. Und das Gute ist, man kann das halt ein bisschen pimpen durch verschiedene Früchte. Dann schmeckt es nicht immer gleich. Also einfach getrocknete Früchte reinmachen. Man könnte auch ein bisschen Studentenfutter reinmachen. Oder auch frisches Obst mitnehmen. Vielleicht einen Apfel, hier Stückchen reinschneiden. Und dann kann man auch gut in den Tag starten. So Leute, und ihr wisst, was jetzt kommt. Ja, ihr müsst auch mal probieren. Also Mund auf. So lässt es wieder aushalten hier draußen. Puh. Nee, andere Leute sind einfach zu Hause oder gehen im Winter in die Therme. Leute, was ist da los? Fragezeichen. Das Iglu steht noch, aber die Jungs haben sich heute Nacht anscheinend überlegt, doch draußen zu schlafen. Was ist hier los? Ja, das Ding ist halt, ne? Über uns sind so 2 Meter Schnee, wenn er runterkracht.
da ist die Nummer durch. Dann erstickst du ganz langsam in deinem Schlafsack. Ja, da kannst du Das nichts wollten wir dann doch nicht. machen. Und man hat ja auch ein paar Menschen, die man mag, ne? Da muss man nicht in einem Iglu sterben. Also Schneeschuh-Fail, Ja. Iglu-Übernachtungs-Fail und Schippen-Fail. Ja. Ja. Aber wichtig ist ja, dass man aus seinen Fehlern lernt. Der eine oder andere mag jetzt denken, okay, richtige Schneeschuhe, ordentliches Iglu bauen und eine geile Schippe. Falsch, Leute. Ja. Die Lösung wäre kein Winterbiwak. Einfach im Frühling rausgehen und sich im Winter die Zeit in einer schön heißen Therme verpimmeln. Ja. Ne? Was er sagt, ey. Alter, so schön. 100%ig. Das ist die Lösung. Rucksack ist gepackt, Tarp ist wieder abgebaut. Die Jungs packen auch gerade fleißig zusammen und somit endet unser Abenteuer. Aber stopp, ihr habt jetzt noch eine Aufgabe. Und zwar, Gerrit und Andi, die Naturensöhne, stehen kurz vor den 100.000 bei YouTube. Das heißt, ja, die Fritz-Meinecke Army muss jetzt nochmal angreifen und wir machen es möglich. Wir gemeinsam schaffen es zusammen, die 100.000 zu knacken. Deswegen schaut bei den Naturensöhnen vorbei, unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.